Hey, wieder mal komme ich vom Sport und mache ein kleines Filmchen. Und da ich längere Zeit auch keins gemacht habe, ich musste mich ein bisschen kümmern um meine anderen Sachen, die ich hier noch mache. Anders geht es ja nicht. Und in der Zwischenzeit wurde ja gewählt. Und ich kann nur sagen, ich glaube, da steht Deutschland eine schwere Zeit bevor. Mit BlackRock Merz und den Freunden. Ich hatte ja schon neulich mal kurz was dazu gesagt über die Wessis und die Ossis. Da gibt es natürlich Unterschiede. Und wie ihr gesehen habt, ist die Landkarte der Wahl noch ganz schön verschieden gefärbt gewesen. Und ich würde sagen, wenn Deutschland so ein Dick- und Doof-Film wäre, dann würde jetzt der Olli zu dem Stan sagen, da hast du uns ja wieder was Schönes eingebrockt. Und Stan würde machen so ungefähr so. Ja, das wird schwer. Und ich muss sagen, aus meiner Sicht ist es schwer verständlich, wie man, nachdem die CDU ja diese ganze Misere herbeigeführt hat, wie man sie dann wieder wählen kann. Ja? Dass man, wenn man links tickt, die Linken wählt, das kann ich schon eher verstehen, weil die sagen ja eigentlich, was sie machen. Bei der CDU verstehe ich es weniger. Aber damit mal wieder genug. Denn ich will mich ja gar nicht mit diesem ganzen politischen Zeug belasten, zumal es ja im Prinzip auch so ist, das war angesagt, die CDU gewinnt und auf irgendeinem Wege kommt es ja dann noch immer zustande. Unter uns gesagt, weil ich glaube, dass die Leute letzten Endes das machen, was sie im Fernsehen sehen. Und wenn da zu hören ist, das sind hier die Guten und das da die ganz Bösen, dann denken die Leute auch so. Das sind ihre Informationen und davon gehen sie aus. Und die Idee, dass nun jeder demokratische Wähler ein Selbstdenker wäre, der hänge ich eigentlich nicht so an. Sondern die Menschen sind, und ich meine das jetzt nicht negativ oder so, Menschen sind einfach auf die Informationen angewiesen, die sie bekommen. Und wenn da im Fernsehen rauf und runter und in allen möglichen Zeitungen immer steht, es wäre so und so, dann ist das die Information, von der die ausgehen. Eine andere Frage wäre natürlich, wie kann es demokratische Wahlen geben, wenn die Medien von dem Staat bezahlt werden und von der Regierung? Wie soll das gehen? Ja, denn logischerweise verbreiten die Medien die Meinungen der Politik. Nichts anderes. Ja, aber ich wollte ja eigentlich heute mal dem Gedankenausdruck geben, dass ein wichtiger Gedanke, dass du immer im Jetzt bist. Du bist immer im Jetzt, Punkt. Du bist niemals irgendwann in der Vergangenheit oder so. Also diese Vergangenheit gibt es nicht. Sie ist nicht existent. Die Zukunft ist nicht existent. Was existent ist, ist das Jetzt. Aber du bist deshalb auch immer im Jetzt. Ich hatte ja schon mal so einen Kurzfilm gemacht über die Zeit. Das ist Zeit. Und ich hatte gesprochen über das schöne Buch Jetzt von Eckhart Tolle. Und in dem das zum Ausdruck kommt. Und ich hatte übrigens auch interessanterweise das mal von der wunderbaren Sängerin Nena gehört, so als Weisheit ihres Lebens, Lebensweisheit, dass sie sagte, du bist immer im Jetzt. Sie hat das irgendwann begriffen und seitdem lässt sie sich nicht mehr einreden, sie solle nicht in der Vergangenheit leben oder so oder sonst wie irgendwie abschweifen, sondern du bist sowieso immer im Jetzt. Und ob du sozusagen im Jetzt über die Vergangenheit nachdenkst oder nicht, das ist eher eine Frage, ob du, sagen wir mal, also wenn ich sage krankhaft, dann ist das vielleicht übertrieben jetzt. Aber es gibt ja viele Leute, die denken so über die Vergangenheit nach, dass sie vergangene Missetaten oder vergangene Missgeschicke
immer und immer wieder aufkommen lassen. Also zum Beispiel kenne ich das, ich hatte das mal erlebt bei meiner Mutter oder bei meinem Vater und meiner Mutter. Da kam irgendwie das Gespräch drauf, mein Vater hatte vor vielleicht 20 Jahren oder so 50 Euro verloren oder irgendwem zu viel gegeben oder was weiß ich, und dann waren sie weg. Und meine Mutter sagte dann, das war so ihre Art, siehst du Doofkopf. Und sie hatte das in dem Moment wirklich ganz ernst gemeint, weil das hat sie geärgert. Ja? Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie man über die Vergangenheit nicht nachdenken sollte, sodass er einen ärgert oder so, dass man der vergossenen Milch nachtrauert. Aber du bist trotzdem immer im Jetzt. Diese schlechte Form, die Vergangenheit immer und immer wieder bewältigen zu wollen, das ist eben etwas, wovon man total abraten muss. Aber das hat nichts damit zu tun, du wärst nicht im Jetzt. Da gibt es ja immer diese schlauen Schlauberger, die dir sagen, du musst meditieren und dann erlebst du das Jetzt und so weiter. Du bist, wie gesagt, du bist sowieso immer im Jetzt, und meditieren hilft dir bei einer Sache, und das ist diese Verwirrtheit der Gedanken aufzulösen und zu einer Ruhe zu kommen, sodass du einen einzigen Gedanken richtig fassen kannst. Stichwort Multitasking und so, wo wir ja schon alle, glaube ich, gemerkt haben, dass das nicht so einfach ist, dieses Multitasking. Eigentlich ist es viel besser, man konzentriert sich auf eine bestimmte Sache, auf einen bestimmten Gedanken und führt Dinge in Ruhe zu Ende, und Meditation kann dir dabei helfen. Aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass du immer im Jetzt bist. Und nach diesen gewichtigen Worten, aber ich muss auch wirklich sagen, das würde ich doch immer wirklich im Hinterkopf behalten, weil es ein guter, gesunder Gedanke ist. Du bist immer im Jetzt. So gesehen kannst du gar nicht falsch machen. Versuche bloß diese Gedankenverwirrung zu vermeiden. Hier bin ich wieder auf so einem herrlichen Aussichtstürmchen mit See und erwachendem Frühling. Und obwohl wir es noch Februar haben, ist es hier schon fast ein bisschen frühlingshaft. Ist das nicht wunderbar? Es wird uns helfen, die kommende schwere Zeit mit dieser Regierung zu überstehen. Ich drücke uns allen die Daumen, natürlich sowieso weiterhin, und verabschiede mich erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.